against the touristic model. We cannot afford living here. One of the most important is that we stop the selling of drugs in the coffee shops to foreigners. Che Venezia si salva dando case ai residenti, ripopolandola. Mallorca, Amsterdam, Venice. What do these places have in common? They are overrun by tourists. That at least is how locals see it, and they're taking to the streets. Their motto, tourists go home. But is that the solution? Hotspot number 1, Mallorca. The Spanish island in the Mediterranean is setting new visitor records every year. Authorities counted 2.5 million guests in July, more than ever before. Most travellers come from Germany and Britain, not only to swim, but also to party. Das ist einfach dieser Vibe hier, der von Leuten versprüht wird. Einfach, man kommt hier zusammen, hat eine gute Zeit, feiert hier am Strand. Das ist wirklich der perfekte Ort, um Urlaub zu machen. Wir sind jetzt zum Feiern hier. Deswegen ist das hier natürlich der beste Ort. Für tagsüber hier noch ein bisschen zu chillen, ein bisschen was zu trinken und dann abends geht es dann in die Schinkenstraße. Naja, also ist ja, klischeemäßig ist es einfach so, dass man hierher kommt zum Trinken und wir wollen ein bisschen Party machen. Mallorca, the party oasis. Time and again the island makes headlines due to mass binge drinking in public, noise, dirt, garbage and more. Residents have been fed up for years. That's why the regional government issued strict regulations for several party zones this spring, banning alcohol consumption on the street and on the beach and forcing stores selling alcohol to close at 9:30 p.m. Violators face fines of up to €1,500. In theory, the fact is you hardly ever see inspectors enforcing the laws. Disrespectful behaviour by tourists is one big problem on Mallorca, the other, a housing shortage and sky-high rents. It's driving people onto the streets. S'ha creat una gentrificació total a la ciutat, la gent no pot viure ja a la ciutat, ha de sortir, no hi ha pisos, perquè s'estan dedicant al lloguer turístic tant legal com il·legal. We are not against tourists as such, but we are against the touristic model. So, which is kind of a part of the capitalist model. We are suffering the consequences of this model because we cannot afford living here. It's clear there's a lot wrong with tourism on Mallorca. What's to be done? We asked tourism expert Harald Zeiss, Professor of Sustainability and International Tourism at the Harz University of Applied Sciences in Wernigerode. Diese Demonstrationen, die wir beobachten, die sind natürlich nachvollziehbar. Und ein bisschen hat auch die Regierung und die Verantwortlichen haben eine Entwicklung verschlafen, nämlich das enorme Wachstum. Vor der Corona-Krise 14 Millionen Gäste, letztes Jahr 18, dieses Jahr 20 Millionen. Man sieht, viel mehr Gäste kommen auf die Insel und es muss etwas geschehen. Irgendwann platzt sie aus allen Nähten. Man könnte zum Beispiel die Flugankünfte reduzieren. Jetzt hat man gesagt, man reduziert die Kreuzfahrtanleger, also dass nicht mehr so viele Schiffe in die Stadt kommen. Das sind erste Maßnahmen. Das Problem ist, diese Maßnahmen benötigen Zeit. Und die Effekte wird man erst in der nächsten Saison sehen. Hotspot number 2, Amsterdam. The Dutch city is famous for its canals and museums, its red light district, and above all, its coffee shops. Foreigners can legally consume soft drugs such as hashish and marijuana here, which is unique in the world and attracts tourists to the city. Officials counted almost 21 million overnight stays last year. So this was a wonderful small village, and now it's going to the dogs. So that's a pity. They should forbid to eat on the streets, for example. I think that's one of the biggest annoyments, that people sitting on the street, eating on the staircases. It's just not nice. One of the most important is that we stop the selling of drugs in the coffee shops to foreigners. That sounds like a simple solution. If foreign tourists can no longer buy drugs, it will reduce the number of guests. Right? Ich glaube nicht, dass sehr viele Personen
ausschließlich wegen der weichen Drogen nach Amsterdam fahren, aber es ist Teil des Gesamtimages einer sehr lockeren, entspannten Kultur, bei der man Spaß haben kann. Davon hat Amsterdam sehr viel profitiert in den vergangenen Jahrzehnten. Ich wäre sehr vorsichtig, ob man diesen Bereich nun trockenlegen möchte, denn er würde auch das Image von Amsterdam wieder verändern. Und das könnte dann sehr viel stärkere Effekte haben, als man sich aktuell wünscht. Es gibt da andere Hebel, mit denen man die Touristenströme besser und auch präziser regulieren kann. City officials have passed ordinances to end hotel construction in the city centre, limit the number of vacation rentals, increase the bed tax and more. They also ended official advertising for Amsterdam as a tourist destination, a tactic called demarketing. Is that a workable approach in the age of social media? Ein Problem aus dem Marketingbereich ist, dass nicht alles kontrolliert werden kann von der Stadt, von der Region, von der Destination. Wir erleben das, vieles passiert im Bereich Social Media, aber ein großer Teil der Marketingbudgets fließt immer noch in die klassischen Medienkanäle, das heißt Plakate, Werbung in Zeitschriften, bis hin zu, dass eben auch Influencer engagiert werden, die über eine Region, über eine Stadt berichten sollen. Wenn das heruntergefahren wird, hat man schon mal einen Teil dieser Effekte draußen. Aber sie sind natürlich sehr vielfältig. Hotspot number 3, Venice. The Italian lagoon city is a victim of its own beauty and threatens to suffocate under the masses of tourists, especially in summer. The city launched a pilot project this year, charging day tourists €5 admission. Visitors could buy a QR code online or on-site and download it onto their smartphones. It's easy. I think we should pay 10, not 5. We should pay more to help vets. C'est obligé. Il y a trop de monde autrement si on veut profiter pleinement. The pilot project lasted 29 days. Was it worth it? Yes. It raised more than €2 million. Did it reduce the number of tourists? No. On some days, authorities registered up to 25,000 paying day visitors. They plan to raise ticket costs to €10 next year. But can entrance fees really discourage tourists from coming to the city? Die Idee dahinter ist, dass man nicht die Übernachtungsgäste bestrafen möchte. In Amsterdam beispielsweise bezahlt man pro Übernachtung eine sogenannte Bettensteuer oder eine Bettengebühr. Aber da denkt man sich, aber diese Gäste sind ja schon über Nacht da und bringen viel Geld in die Stadt. Interessanter ist das ja bei den Tagesgästen, die vielleicht nur ein Eis kaufen und dann sind sie wieder weg, aber quasi das Erlebnis kostenlos hatten. Und an die richtet sich diese Gebühr. Viele Gemeinden und Städte schauen jetzt dahin und überlegen sich, funktioniert das? Da gibt es verschiedene Probleme. Das eine ist, wo wird die denn erhoben? Also macht man einen Zaun um die Stadt herum und hat dann Eingänge, an denen die dann fällig wird, die Gebühr? Oder kann man die anders irgendwie eintreiben? Das andere Problem ist, im Sommer ist die Stadt voll, im Winter ist sie leer. Also es würde sich anbieten, dass man hier auch verschiedene Preismodelle fährt. Das wären Ansatzpunkte und viele, nicht nur Professoren, sondern auch Gemeinden schauen ganz genau hin, wie klappt das in Venedig. Residents in Venice are still taking to the streets to vent their discontent despite the pilot program. Many Venetians have left their city in recent years. Perché Venezia si salva dando case ai residenti, ripopolandola. Il ticket va semplicemente a contrastare un turismo giornaliero, non influisce minimamente sui grandi flussi che arrivano dall'est, dalla Cina, dall'America, per cui non cambia assolutamente nulla. Whether in Venice, Amsterdam, Mallorca or other hotspots, the number of tourists continues to rise. Those responsible are trying to take countermeasures, but these have yet to have an effect. We look to the future. What will tourism look like in these top travel destinations 10 or 20 years from now? Insgesamt erhöht sich das Volumen der Gäste und die müssen irgendwo hin. Es kann durchaus sein, dass man irgendwann sagt, ich fahre nicht nach Barcelona oder Venedig. Es sind mir einfach zu viele Menschen und es gibt so viele Städte in sogenannten B-Lagen, die noch gar nicht entdeckt sind.
Abgesehen davon haben wir es auch mit einer Klimakrise zu tun, die vielleicht dazu führt, dass es in vielen Gegenden einfach zu heiß, zu trocken ist und dann sich auch wieder Gäste in andere, kühlere Regionen umändern. All das wird den Overtourism beeinflussen. Wie das in 20 Jahren aussehen wird, wissen wir nicht. Aber sicher ist, wir müssen heute schon anfangen, etwas zu tun, damit das Problem nicht noch größer wird.